Lack-Langzeitversiegelung ist ein Riesenthema. Mittlerweile gibt es auch allerhand Produkte. Deswegen dachte ich mir, ich hole mir mal einen Experten und lasse mir erklären, was für Unterschiede es gibt. Ich glaube, viel muss ich nicht mehr sagen. Christian Resch ist, glaube ich, mittlerweile gut bekannt in der Detailing-Welt, auch im Internet schon vor der einen oder anderen Kamera gewesen. Danke, dass du heute hier bist. Aber für die, die ich noch nicht kenne, stell dich noch mal kurz vor, bitte. Ja, hallo zusammen. Also mein Name ist Christian Resch. Ich bin internationaler Trainer bei Sonax und Key Account Manager für die Academy und freue mich, heute hier zu sein und zusammen mit Nico das Thema Keramik-Coatings in unserem Keramik-Coatings-Seminar fortzuführen. Wunderbar. Ich würde sagen, wir gehen gleich mal ran. Ordne vielleicht erstmal grob ein, ab wann beginnt denn bei euch Keramik-Coating, so standzeitmäßig und auch von der Anforderung her? Also Keramik-Coatings gehen bei uns los bis 12 Monate hoch zu Richtung 36 Monaten. Und da fangen wir an mit einer CC1, einer CC36 und dann on top die CC Evo. Hier haben wir die CC36, das ist unsere Lack-Langzeitversiegelung aus der ersten Generation. Die erste, die auch flurfrei schon war. Und der Vorteil hier drin liegt, wir können diese Versiegelung eigentlich auf sämtliche Oberflächen auftragen, auf sämtliche Materialien, geeignet auch für Mattlacke, geeignet auch für Folien, also safe auf allen Oberflächen. Das war so eure Hauptanforderung bei der Versiegelung oder was habt ihr euch so als Credo aufgeschrieben, als sie auf den Markt kam oder gebracht wurde? Unsere Anforderung war, als die CC36 auf den Markt kam, ein Produkt zu entwickeln ohne Fluorcarbon. Der Vorteil bei der CC36 ist wirklich die einfache Anwendung. Wir haben hier ein zweistufiges System, einmal mit dem Basecoat und dem Glosscoat. Unsere Anforderung damals bei der Entwicklung war, ein Produkt eben auf den Markt zu bringen ohne Fluor, wo uns eben der Richard dann noch was erklären wird darüber, was Fluor ist und warum wir es nicht verwenden wollen. Ja, natürlich auch mit dem Hintergrund oder mit wohlwissend auch, dass wir performanceseitig vielleicht nicht mit anderen Wettbewerbern mithalten können, aber mit dem Vorteil eben der leichten Anwendung, der Flurfreiheit und der Sicherheit im Prozess. Gut, CC36 war das erste Coating, es ist aber noch auf dem Markt. Also ihr seht ja scheinbar noch irgendwie einen Bedarf für den Produkt. Was ist so, warum ist es noch da? Warum ist es denn da? Also ganz einfach, weil es nach wie vor ein gutes Produkt ist, was jeder auch anwenden kann und eben auf sämtlichen Oberflächen funktioniert. Es ist total safe, eben auf Mattlacken, auf Mattfolien, auf folierten Fahrzeugen. Ich kann mit dem Produkt nicht viel falsch machen. Die Standzeit ist von 12 bis 36 Monaten mit der dementsprechenden Nachpflege. Wir wissen natürlich auch hier in dem Bereich, da ist die Standzeit etwas geringer vom Glosscoat, was nicht bedeutet, dass, wenn jetzt das Beading nachlässt, dass hier kein Coating mehr vorhanden ist. Der Basecoat ist immer noch da. Der polymerbasierende Glosscoat, der baut sich schneller ab. Ich brauche hier etwas Nachpflege, etwas mehr Nachpflege, wie zum Beispiel dann auch mit unserer One oder mit der CC Evo. Okay, das heißt, du hast unten keramisch basierten Basecoat und oben drauf kommt ein Polymer, was dann erstmal die Hydrophobie macht sozusagen. Der Glosscoat ist eben polymerbasierend und hat den Vorteil, dass er eben auf sämtlichen Oberflächen funktioniert, Wasserflecken reduziert und dann natürlich noch eine schöne Farbauffrischung liefert und einen wahnsinnigen hydrophoben Effekt hat. Okay, CC36, ich glaube, soweit in der Praxis verstanden. Wie gesagt, in der Theorie gucken wir uns das ja noch mal ein bisschen tiefer an. Ich würde sagen, wir gehen mal weiter dann mit der Neuentwicklung eures 2-Layer-Coatings CC Evo. Was war die Idee? So, natürlich waren wir mit der CC36 gut unterwegs. Wir waren aber mit der Standzeit nicht ganz zufrieden und haben uns dann eben die ganzen Jahre darüber beschäftigt, ein Produkt zu entwickeln, was flurfrei ist, aber dieselbe Performance hat oder annähernd dieselbe Performance wie ein fluorhaltiges Produkt. Und hier haben wir auch eine ganz andere Konstellation. Wir haben zwei Komponenten, zwei keramische Komponenten. Wir haben einmal den Basecoat, welcher auf keramischer Basis ist, und wir haben einen Glosscoat, das ist ein Hybrid-Coating. Warum habt ihr euch für ein zweischichtiges Produkt entschieden und nicht einfach gesagt, wir machen eine? Klar, One-Step ist ein großes Thema, da kommen wir später auch noch dazu. Wir haben hier ein zweistufiges System, einfach um die Haltbarkeit, die Performance noch zu verbessern. Wir haben einmal den Basecoat, der die Basis schafft, und einen Glosscoat, der sich verbindet mit der Basis. Also wir können das auch als Primer definieren und somit garantieren wir einfach die maximale Performance. Okay, Schwierigkeit der Anwendung kann auch jeder, oder sagst du, sollte man schon ein bisschen was an Erfahrung mitbringen? Ich meine, grundsätzlich, Coating-Thema, man muss schon gewisse Kniffe kennen, aber es ist nicht unmöglich. Also ich denke, mit ein bisschen Know-how sollte es machbar sein.
Aber von der Einordnung sagst du schon, ist ein Profi-Coating, was wirklich leistungsfähig ist und auch Standzeit hat? Absolut. Also das ist ein Profi-Produkt und man muss hier eben auch gewisse Kniffe kennen, um die maximale Performance auch rauszuholen. Wenn du gerade von den Kniffen sprichst, kannst du aber gerne mal gleich so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Was sind so deine Tricks mit dem CC Evo? Gut, CC Evo oder allgemein, klar, der erste Step, Entfetten, ist extrem wichtig, um einfach sicherzustellen, dass keine Rückstände von vorhandenen Wachsen, Fetten, Ölen vorhanden sind in den Poren des Lacks. Und das wird mit dem Paint Prepare, mit dem Sonax Prepare praktisch vorbereitet. Und somit garantieren wir eine komplett fettfreie und saubere Oberfläche, damit sich auch der Basecoat dann auch richtig verbinden kann. Bei der Anwendung von Basecoat, wir haben natürlich immer verschiedenste Situationen vor uns. Wir haben unterschiedlichste Lacke. Wir haben harte Lacke, wir haben weiche Lacke, mittelharte Lacke. Wenn ich natürlich die Eigenschaften des Lacks schon kenne, tue ich mich etwas einfacher. Und wenn nicht, muss ich etwas selber ausprobieren auch. Ich habe zum Beispiel speziell in dem Bereich weichen Lacken, gerade diese ganzen Japaner, die saugen stark. Da muss man eben auch gucken, Ablüftzeit, Flächen kleiner halten. Da muss man sich einfach ein bisschen spielen. Aber wenn man es raus hat, ist es wirklich einfach und man kommt eigentlich gut damit zurecht. Abwischen ist einfach und gerade beim Basecoat haben wir eine Art, ja, ich würde sagen, Indikator. Du kennst es ja wahrscheinlich sehr gut. Wenn man den Basecoat auftragt, dann wird es so leicht regenbogenfarbig, ölfarbig, ja, so wie so ein Ölfilm sieht es aus. Und wir haben dann den Indikator 2, einmal die Verfärbung und der zweite Indikator ist, wenn ich anfange, das Produkt abzuwischen. Und das ist ja immer die Frage, wann ist der richtige Zeitpunkt, das Produkt auszupolieren. Wenn ich mit dem Tuch anfange, drüber zu wischen und es geht noch zu leicht, also es ist noch nicht sticky, sage ich jetzt mal, ich fühle keinen Widerstand, dann noch etwas warten. Wenn es zu zäh wird, dann nicht mit Druck arbeiten und schauen, dass ich das Zeug runterkriege, sondern dann einfach nochmal reaktivieren. Das heißt, mit einem neuen Produkt im Endeffekt? Genau, nochmal ein neues Produkt drauflegen, nochmal kurz warten und dann abwischen. Genau. Dann hast du eine gewisse Wartezeit vom Basecoat zum Glosscoat. Wie lang ist die? Genau. Wir haben, es ist de facto eigentlich keine Wartezeit, weil wenn ich mit dem Produktauftrag anfange an der Haube und einmal ums Auto rum bin, bin ich bei circa einer Stunde. Und das ist exakt die Zeit, die wir benötigen, um den zweiten Step drauf zu ziehen. Und das ist dann eine Stunde und ich kann eigentlich, wenn ich einmal rum bin, gleich vorne an dem Bauteil, mit dem ich am Anfang gearbeitet habe, gleich anfangen mit dem Glosscoat. Okay. Und wenn es jetzt fertig ist, wie lange muss das Auto in der Halle stehen? Ja, auch immer eine relevante Frage für Aufbereiter. Ja, wir empfehlen grundsätzlich das Auto über Nacht. 12 Stunden sollte es auf alle Fälle stehen. Offiziell regenfest, sagen wir mal noch 2 Stunden. Aber Top-Empfehlung, über Nacht stehen lassen, dann bin ich safe. Ja. Und nach dieser, sage ich mal, Frühbeständigkeit, wie lange sollte das Auto nicht gewaschen werden oder ja, in der Waschanlage oder was auch immer halt irgendwie gewaschen werden? Natürlich reagiert das Produkt noch aus. Es ist auch temperaturabhängig. Im Winter dauert es etwas länger. Luftfeuchtigkeit ist auch ein Faktor. Wir würden empfehlen, eine Woche das Fahrzeug nicht zu waschen, weil erst dann ist die maximale Belastbarkeit gegeben. Wie würdest du die Beständigkeit beschreiben, chemisch als auch mechanisch? Wo kann man sich da orientieren? Es kommen immer die Fragen, wie darf ich es waschen, darf ich in die Waschanlage? Das sind ja die typischen Dinge. Mechanische Belastbarkeit ist immer relativ. Waschanlage empfehlen wir grundsätzlich nicht beim Coating. Natürlich kann ich in der Waschanlage fahren. Es kommt ja darauf an, was für eine Waschanlage es ist. Waschanlage grundsätzlich ist jetzt nicht ideal, hat natürlich einen größeren mechanische Wirkung. Ideal ist Handwäsche. Wir sind jetzt einmal rum, haben grob eine Stunde gewartet. Jetzt kommt die zweite Schicht. Gibt es beim Glosscoat Tipps und Tricks? Der Glosscoat ist auch wirklich sehr, sehr einfach in der Anwendung. Ich kann auch etwas größere Flächen machen. Ich habe eine längere Ablüftzeit. Etwas lackabhängig natürlich immer, aber der ist wirklich super easy. Auch in der Anwendung von den Flächen her immer ja, so eine halbe bis eine Viertel Motorhaube kann man immer machen und dann arbeite ich mich Bauteil für Bauteil einmal durch. Ja. Und hier Ablüftzeiten liegen irgendwo so zwischen 2 und 5 Minuten, je nach Lack. Gibt es da einen Indikator, an dem du erkennst, jetzt kann man draufgehen mit dem Poliertuch?
Beim Basecoat haben wir tatsächlich den Indikator, beim Glosscoat ist es etwas schwieriger. Wir haben hier nicht diese Verfärbung oder auch diese Haptik, die wir dann fühlen. Das ist ein bisschen eine Erfahrungssache auch. Also irgendwo in einem Bereich 1, 2 bis 5 Minuten. Und das muss man so ein bisschen rausfinden auch. Wenn ich zu lange gewartet habe, kann ich es auch nochmal reaktivieren mit ein bisschen neuem Produkt? Ist machbar. Ja. Jetzt kennen wir natürlich alle diese typischen Highspots, ne? Nicht richtig auspoliert, eine Ecke vergessen. Da gibt es ja auch, steht auch in der Anleitung, kannst du ja vielleicht nochmal zu sagen, eine Möglichkeit, da nochmal früh drauf zu reagieren. Highspots, ja. Wir haben, wenn wir jetzt irgendwo Highspots haben, können wir entweder im Worst Case nochmal mit Paint Prepare anlösen oder im besten Fall mit neuem Produktauftrag. Das heißt, ich probiere erstmal das Produkt aus. Wenn es das nicht löst, gehe ich noch mit Paint Prepare drüber. Muss ich dann den ganzen Aufbau nochmal machen? Base und Gloss? Ja, es ist so. Wenn ich natürlich jetzt ein Bauteil habe, wo der Glosscoat einen Highspot hinterlässt, dann ist es besser, ich bin sicherer, wenn ich nochmal den kompletten Prozess fahre. Aber wenn ich hier ein kleines Eck habe, dann kann ich ja den kurz nochmal ablüften lassen, Glosscoat drauf und fertig. So, wir waren jetzt die ganze Zeit im Two-Step, im Zwei-Layer-Bereich. Jetzt ist ja ganz neu und auch sehr beliebt, wie ich mitkriege. Ja, genau. CC1. Die neue CC1. Ja, es ist ein Wahnsinnsprodukt, was wir hier rausgebracht haben. Wir haben hier ein komplettes Paket von der leichten Anwendbarkeit über die Lackglätte, die wirklich sensationell ist, und auch die Haltbarkeit. Wir reden hier von 9 bis 15 Monaten. Also wir betiteln sie eigentlich als eine einjährige Versiegelung, und die macht halt einfach echt Spaß. Und Preis-Leistung ist auch unschlagbar. Was war die Schwierigkeit daran, eine One-Layer-Beschichtung zu entwickeln? Die Schwierigkeit grundsätzlich an der One-Layer bzw. auch an unserer Evo war einfach die Tatsache, dass wir kein Fluorcarbon verwenden wollen. Und hier alternative Inhaltsstoffe zu finden mit derselben Performance, das hat uns viel Zeit gekostet. Aber wir haben es letztendlich geschafft, und ja, mit der neuen SiC-Technology, das ist ja de facto keine Keramik in dem Sinn, das ist ein Hybrid-Coating, was aber in der Keramik nichts nachsteht. Und dazu wird uns der Richard später noch mehr erzählen. Sehr gut. Dann vielleicht zur Anwendung. Entfetten ist wahrscheinlich das Gleiche. Dann das Auftragen der CC1. Was gibt es da für Besonderheiten? Beim Auftragen ist eigentlich ähnlich wie bei dem Glosscoat der Evo. Und da möchte ich noch mal ganz klarstellen, dass es nicht der Glosscoat der Evo ist. Die Frage kommt ganz oft, das ist eine eigenständige Rezeptur. Da wir natürlich hier bei einer Evo ein Zwei-Step-System haben und hier in einem One-Step eine Performance brauchen, ähnlich wie in einer Zwei-Step. Also es ist eine andere Rezeptur. Und vom Auftrag her, wir haben hier ein Set mit 50 ml, 4 Pads mit dabei. Und wir können auch hier Bauteil für Bauteil uns durcharbeiten. Ablüftzeiten ähnlich wie bei Glosscoat Evo von ca. 2 bis 5 Minuten, je nach Lack. Und auch da das Gleiche, wenn man was vergessen hat, kann man es nochmal versuchen zu lösen und dann zur Not Prepare nehmen. Ab und zu ist es ein bisschen ja, mehr tricky wie jetzt der Glosscoat von der Evo. Und hier muss man gucken, wenn ich jetzt irgendwo ein Part vergessen habe, dann kann ich tatsächlich auch reaktivieren. Im Worst Case eben mit Paint Prepare nochmal entfetten, nochmal was runterholen, anlösen und dann nochmal draufgehen. Aber sonst Verarbeitung wirklich einfach, Segmente einarbeiten, auspolieren und ja, einmal durcharbeiten. Und hier ist es so, hier sind wir tatsächlich erst noch 4 Stunden wasserfest, oder regenfest. Aber die gleiche Regel wie bei allen Coatings, über Nacht stehen lassen, dann seid ihr safe. Ja, aus eigener Erfahrung, wir haben ja auch schon ein Video zur CC1 gemacht, kann ich sagen, eine Sache bei der Anwendung beachten, nicht zu viel Produkt, weil dann wird es ein bisschen klebrig. Aber sonst geht die, finde ich, auch wirklich super einfach. Und man sieht richtig, wenn man die auspoliert und wenn man drüber wischt, dass sich richtig so ein Schleier bildet, der dann von alleine wegzieht. Und wenn man dann nochmal drüber wischt, bildet der sich immer, als würde man immer wieder in diese Schicht reinwischen. Also man merkt irgendwie richtig, dass da so eine Schicht sich aufbaut. Ne? Es ist was drauf, man sieht, es ist was drauf. Die Farbaufrischung ist auch genial, aber hier eben, wie du auch gesagt hast, etwas anders wie bei dem Evo Glosscoat, lackabhängig. Auf alle Fälle viele Tücher verwenden. Generell, ich meine, das Profiline-Produkt aber war schon auch für den Endkunden, der ein bisschen ambitioniert ist, gedacht? Oder sagst du, nee, Coating bleibt Profisache? Ja gut, das hat sich natürlich das ganze Thema Detailing entwickelt, und es gibt viele Hobbyanwender, Enthusiasten, die natürlich auch mit professionellen Coatings arbeiten möchten. Wir
achte natürlich bei der Entwicklung immer drauf, es ist immer so eine Gratwanderung. Was ist das perfekte Coating? Es ist immer schwierig zu definieren. Für uns ist ein perfektes Coating, wenn es von der Performance her passt. Die Anwendbarkeit muss dann auch noch vertretbar sein und natürlich die Inhaltsstoffe. Und definitiv für einen ambitionierten Endverbraucher machbar, aber natürlich auch mit allen Tücken, mit der auch der professionelle Anwender dann zu tun hat. Christian, danke für die Einordnung in der Praxis. Ich würde sagen, ihr drückt noch mal kurz auf Stopp, holt euch noch mal einen Kaffee, ein Bier, ein Wasser, was auch immer. Jetzt wollen wir mal in der Tiefe erfahren, was steckt hinter den Coatings und was sind die Unterschiede. Dann schalten wir mal rüber zu Richard, der kann heute leider nicht hier sein, aber wir haben ihn zugeschaltet. Der wird uns dann noch mal erklären, was chemisch die Unterschiede sind. Und am Ende darf Christian noch mal in 2 Sätzen zusammenfassen, welches Coating für wen an welcher Stelle geeignet ist. Wir schalten mal rüber. Wie bereits versprochen, habe ich jetzt hier den Richard Hanauer bei mir. Der wird uns jetzt noch mal ein paar chemische und technische Hintergründe zu den Coatings erklären. Richard, danke, dass du die Zeit für uns nimmst. Ja, gerne, Nico. Wir haben ja schon ein bisschen vom Christian was über eure Coatings gehört und die Unterschiede in der Praxis. Vielleicht kannst du uns noch mal ein bisschen was zu erklären. Was steckt hinterm CC36 technisch betrachtet? Ja, CC36 ist unser mittlerweile schon älteres Coating, kann man sagen. Zweistufig. Der Einstieg damals in den Bereich der keramischen Coatings mit etlichen Kompromissen, die vordergründig natürlich dem Ersatz von Fluor geschuldet waren. Also viele Wettbewerber zu der Zeit haben ja noch mit den fluorhaltigen Coatings gearbeitet. Wir wollten die Ersten sein, die ein fluorfreies Coating entwickeln, und das hat natürlich in Konsequenz ein paar so Kompromisse mit sich gezogen. Vielleicht so in 1, 2 Sätzen, warum wolltet ihr kein Fluor verwenden? Weil fluorhaltige Komponenten zum einen schlecht abbaubar sind, also die Umweltkomponente, und die wohl wichtigere, dass es für den Menschen nicht sehr gesund ist, wenn man solche Stoffe aufnimmt. Die halten sich natürlich auch im Körper, werden dementsprechend nicht abgebaut, reichern sich in der Leber an, also nicht sehr gesund. Verstehe. Und dann hattet ihr die Schwierigkeit, das Fluor zu ersetzen und musstet dafür einen vernünftigen Ersatz finden, der sich auch verarbeiten lässt. Ganz genau. Und in der Retroperspektive, wenn man natürlich guckt, was wir damals geleistet hatten, war schon gut. Aber jetzt sind wir halt einfach schon 1, 2 Schritte weiter mit den neuen Coatings. Heute betrachtet mit dem Gesamtcoating am Markt, das CC36 ist ja immer noch am Markt, was ist da der Grund? Wie siehst du das? Weil es nach wie vor Bereiche gibt, wo das CC36 eine Daseinsberechtigung hat. Weil sonst würde ja immer das Neue das Alte ersetzen, aber das Alte hat halt besondere Eigenschaften, und ich denke, die liegen in erster Linie darin, dass das CC36 so universell ist. Es funktioniert eben auf allen Lacken, die uns bekannt sind, und vor allem auf Folien. Und das ist ja ein großer Trend. Und diese Foliensicherheit ist beim CC36 wohl der USP. Wir haben ja schon ein bisschen was über das CC36 jetzt auch von Christian gehört. Das ist ja ein Zweischichtprodukt. Kannst du so ein bisschen technisch erklären, was ist die erste, was ist die zweite Schicht? Wie funktioniert das miteinander? Der erste Step ist sozusagen unser Basecoat. Das ist die eigentliche keramische Komponente. Die ist unser Untergrund. Die bereitet den Untergrund her in der Art und Weise, dass er die Brücke zum Clearcoat, ich bin jetzt schon wieder beim Englischen hier, zum Klarlack herstellt. Unsere Verankerungskomponente penetriert in die oberste Klarlackschicht und bietet dann den Untergrund für das Glosscoat. Und das ist dann die zweite Schicht, was auch keramisch basiert ist, oder ist das was anderes? Nein, die zweite Schicht ist eine polymerbasierte Versiegelung, und jetzt unterscheidet sich hier das Ganze vom CC Evo. Wenn man das so sieht, haben wir beim CC36 nur eine reaktive Komponente. Das ist das Basecoat. Und unser Glosscoat ist eine rein sozusagen passive Komponente. Die wird nicht mehr reagieren, während das beim CC Evo ist auch das Glosscoat eine zweite reaktive Komponente, bindet nochmal intensiv auf das Basecoat und erhöht natürlich die Standzeit immens. Okay, super. Du hast ja schon so ein bisschen die Überleitung gemacht. Kam irgendwann die Gedanke zum CC Evo aus Performance-Gründen, oder was war so der Treiber, das CC Evo zu entwickeln? Sicherlich auch die Rückmeldung aus dem Markt, die uns darauf hingewiesen hat, dass neben der
Standzeit ein Faktor sehr wichtig ist, und zwar diese weichen Kriterien. Wie sieht ein Lack aus? Wie fühlt er sich an? Und das sind alles Dinge, die in die Entwicklung beim CC Evo mit eingeflossen sind. Das Ganze bekam eine sehr extreme weiche Glätte. Und vor allem dieser Wet Look, dieser Tiefenglanz, der ist natürlich immens. Wie sind die beiden Komponenten zu beschreiben beim CC Evo? Woraus bestehen die quasi oder wie funktionieren die? Also Basecoat CC Evo und Basecoat CC36 sind chemisch recht ähnlich, haben die gleichen Funktionalitäten. Das eigentliche Know-how liegt in dem Glosscoat beim Evo. Und das Ganze dort ist ein sehr komplexes System aus Polymeren, aus Harzen, die reaktive Komponenten haben. Das heißt, mittels Katalysatoren in der Chemie an der Luft und an der Luftfeuchte beginnen diese zu reagieren und zu vernetzen, bilden dreidimensionale Netzwerke, und das Ganze ist natürlich extrem haltbar. Ich hatte auch mal gehört, ich glaube am Ende ist es ja ein 2-Schicht-Auftragscoating, wird aber in 3 Schichten aushärten. Ist das richtig? Ja, das ist ein bisschen tricky zu erklären. 2 Komponenten, also 2 Schichten. Aber während des Ausreagierens der 2. Schicht beginnt sich eine 3. Schicht abzusondern. Das ist so, wir sagen da Fluid Layer dazu. Das ist nochmal innerhalb dieses Festkörpers, der sich da bildet, schwitzt sozusagen eine Flüssigkeit aus, die auf der Oberfläche sich absondert und dann für diese extreme Nassglätte dann zuständig ist. Ist die auch permanent oder verschwindet die relativ schnell? Wie kann ich mir das vorstellen? Ja, die verschwindet natürlich dann im Laufe der Zeit, und so eine Haptik, wie der Lack nach 1-2 Tagen hat, wird er sicherlich nach 2 Wochen nicht mehr haben. Es bleibt aber immer noch relativ glatt. Und dann kam jetzt relativ neu die CC1 als One-Layer-Coating. War da die Anwenderfreundlichkeit im Fokus oder was war die Aufgabenstellung bei diesem Produkt? Mehrere Dinge. Ganz klar, die Einstufigkeit, diese Einfachkeit und Simplizität. Wir wollen ja irgendwann auch Volumen generieren und nicht nur in Nischen und an ein paar wenige Leute verkaufen, sondern wir müssen ja Geld verdienen, und deswegen ist das schon der Ansatz, eine größere Marktgemeinde zu begeistern für Coatings, die ja bis dato nur immer in dieser sehr professionellen Dienstleistungsschiene zu sehen waren. Und hier wollten wir halt ein Angebot machen für Leute, die wir nennen es jetzt Prosumer oder eben Enthusiasten. Das sind die Leute, die einfach hohen Stellenwert in die Autopflege setzen, und denen wollten wir auch ein sehr ausgereiftes Produkt in die Hand geben. Jetzt steht da ja Hybrid Coating drauf, nicht direkt Keramik Coating. Ist da ein wirklicher Unterschied? Der Chemiker würde sagen, ja. Chemisch gesehen ist wohl ein feiner Unterschied, und wir wollen ja ehrlich bleiben und sehr richtig in der Sache, wenngleich die Eigenschaften des Coatings sich mit denen von keramischen Coatings kaum unterscheiden. Sprich diese extreme Haltbarkeit, diese ganzen zusätzlichen Features wie Easy to Clean, Chemikalienfestigkeit, das bleibt ja alles nicht nur auf keramische Coatings bezogen, sondern das liefern auch andere Coatings, wie eben dieses Hybrid-Coating. Stichwort ist ja, liest man auch immer wieder diese SI-Carbon-Technologie. Vielleicht kannst du ja dazu noch mal ein bisschen was sagen. Die findet ja jetzt auch in anderen Produkten Einsatz. Was bedeutet das? Was versteckt sich da? Ist gar nicht so leicht zu erklären. Ich könnte jetzt mal das rein chemisch sehen. Ich beginne jetzt mal mit einer sehr einfachen Art der Darstellung. SI-Carbon bedeutet nichts anderes als eine sehr hochwertige Art der Versiegelung von Lacken, also sehr allgemein, welche sich den Vorteilen von organischer und anorganischer Chemie bedient. Also in dem Sinne hybride Polymersysteme. Wir verbinden die organische mit der anorganischen Welt. Und warum tun wir das? Weil wir natürlich wollen, dass der Lack langfristig geschützt wird und trotzdem den Convenience-Faktor beim Anwenden generieren, also sprich dieses leichte Verteilen, das Abwischen, diese Glätte, das, was man von den typischen Wachsen her kennt, das wollten wir mit diesen positiven Eigenschaften der Coatings verbinden. Und das steckt alles in SI-Carbon-Technologie
Der Chemiker, der würde jetzt sagen, und jemand, der ein bisschen Affinität zu Datenblättern hat, da kann er das ja nachlesen. Chemisch gesehen reden wir hier von Silanen. Es ist eine Silan- und eine Siloxan-Chemie. Also sprich, auf einem Silizium basierenden Grundgerüst stecken Gruppen organischer Natur, also jetzt haben wir Silizium als Grundgerüst und diese Gruppen sind dann diese Carbon-Komponenten in Essigcarbon und diese organischen Gruppen bringen spezielle Funktionen mit sich, wie jetzt zum Beispiel die Möglichkeit zu vernetzen dreidimensional. Verstehe. Und das kann man auch in anderen Produkten einsetzen, die nicht nur rein Coatings sind, sondern auch andere Pflegeprodukte können das nutzen. Richtig. Auf die Spitze treiben wir es natürlich beim CC1. Aber weil dort sind eben diese Reaktivitäten extrem ausgebildet. In aller Regel, wenn man jetzt hier einen Detailer formulieren möchte, dann spielt die Standhaftigkeit ja keine Rolle. Ich brauche keine vernetzenden Eigenschaften. Ich brauche eine sehr hohe Glätte, eine Convenience-Faktor, einen sehr hohen. Und dann ist dieses Verhältnis der Komponenten anders gewählt. Aber im Prinzip arbeiten wir immer aus dem Werkzeugkasten im weitesten Sinne der Silikonchemie, kann man sagen. Und Essigcarbon, sozusagen, das ist ein Kunstwort von Sonax. Es gibt es so fachlich gesehen nicht zu verwechseln mit SiC. Das wiederum ist eine Verbindung in der Chemie Siliziumcarbid. Das ist aber ganz was anderes. Das ist ein schwarzes Pulver und wird bei Schleifmittel eingesetzt. Also Essigcarbon, reines Kunstwort. Vielleicht zum Abschluss, hast du ein Lieblingscoating von den drei, über die wir jetzt gerade gesprochen haben? In der letzten Zeit habe ich sehr häufig CC1 verwendet. Aber ich denke, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe an ein bisschen hochwertigen Fahrzeugen, dann nehme ich natürlich die CC Evo. Mit Folien habe ich nichts am Hut und Zeitfaktor spielt auch keine Rolle, weil ich ja kein Detailer bin. Insofern nehme ich mir die Zeit fürs CC Evo. Vielen Dank, Richard, für deine Zeit. Gutes Stichwort. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Wir sehen uns. Danke. Ciao. Also die CC36 ist das ideale Einstiegsprodukt. Für alle Anwender super anwenderfreundlich. Der Vorteil hier liegt darin, dass ich es auf sämtlichen Oberflächen verwenden kann. Ideal auch für folierte Fahrzeuge und auch Mattlacke. Ich brauche hier bei der CC36 etwas mehr Nachpflege in Form von Detailern oder auch Ceramic-Shampoos. Aber dann habe ich richtig Spaß mit dem Produkt. So, die absolute High-End-Versiegelung bei uns im Programm ist die CC Evo für den professionellen Anwender, aber auch für den ambitionierten Hobby-Detailer und Weekend-Warrior geeignet. Performancemäßig absolut High-End. Hier oben Nachpflege etwas natürlich weniger wie bei einem CC36. Und ja, das ist absolut das höchste der Gefühle. Die CC1, eigentlich ein Produkt auch für den professionellen Anwender, aber auch für den Hobby-Detailer. Für alle, die ein schnelles Coating wollen mit einer maximalen Performance, ist die CC1 das richtige Produkt. Wir haben hier Lacklette, Farbauffrischung und ein super Beading, alles in einem One-Step und das ist wirklich genial. Wir haben hier Garantiehefte für CC36, CC Evo plus die Sticker. Die gibt es allerdings nur für die zertifizierten Anwender, die wir nach dem Coating dem Kunden mitgeben. Hier sind die Pflegehinweise enthalten und auch die Serviceintervalle werden hier dokumentiert zur jährlichen Nachpflege. Ja, die Servicehefte dienen einfach zur Dokumentation. Wann wurde es aufgetragen, das Coating, bei wie vielen Kilometern und einfach auch wurden die Serviceintervalle, die Nachpflege eingehalten. Christian, das war ja eine ganze Menge, was wir jetzt in der doch kurzen Zeit untergebracht haben. Wo kann man denn noch mehr über das Thema Coating erfahren? Das ist ein sehr komplexes Thema, Coatings, und dafür haben wir auch ein extra Seminar, ein Eintagesseminar, wo wir speziell auf die Unterschiede der Coatings eingehen, die Technologie, wie wende ich es an und ja, alle Inputs, die du brauchst, um die Produkte richtig anzuwenden. Und wie es der Zufall so will, werden wir das heute auch noch genießen, allerdings ohne euch. Falls ihr Interesse an Sonax-Seminaren habt, machen wir noch ein extra Video, wo Christian uns auch noch mal erzählt, welche Seminare es gibt, für wen die geeignet sind. Und am Ende werde ich euch sagen, ob ich es empfehlen kann, denn ich darf es jetzt hautnah erleben. Deswegen schalten wir jetzt mal ab. Mir reicht's für heute. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Hau rein!